So Leute, willkommen im Club derjenigen, die nicht aufgeben. Egal ob das Leben gerade ein Running Gag ist, bei dem die Pointe nicht so recht zünden will. Hast du dich auch schon mal gefragt, oder sagen wir es so, kennst du auch dieses Gefühl, dass da noch mehr sein muss? Dass da noch mehr kommen muss im Leben? So ein nagendes Gefühl, dass du noch nicht wirklich gelebt hast. Obwohl du eigentlich alles hast? Oder hast du gerade alles verloren? Fühlst du dich irgendwie gelähmt? Dann willkommen in der Midlife-Krise. Ja, egal ob du 30 oder schon über 50 bist. Und die Midlife-Crisis ist bei Männern eben ausgeprägter als bei Frauen. Aber auch wenn du dieses Label gar nicht willst, und ich habe da wirklich großes Verständnis dafür, tu mir den Gefallen und stell dir eine von zwei lustigen Fragen. Erstens, wenn dein Leben ein Film wäre, wärst du dann der Held? Wärst du der Regisseur? Oder wärst du nur eine Nebenrolle in jemands anderem Leben? Am Ende vielleicht auch nur ein Statist, der irgendwie durchs Bild rennt? Lebst du dein Drehbuch oder spielst du nur eine Rolle, die andere dir gegeben haben? Vielleicht so als sympathischer Sidekick, so wie ich das mal war. Zweitens, stell dir vor, du sitzt so in 20, 30 Jahren auf deiner Veranda mit Blick aufs Meer, so wie ich das habe, oder was auch immer da in deinen Träumen ist. Wie realistisch erscheint dir so ein Bild? Wirst du dann in diesem Bild lächeln und sagen, ja, ich habe wirklich alles richtig gemacht? Oder hast du diesen Meerblick nur von einem zweitklassigen Hotel aus, wo du dir nur ein paar Tage Urlaub leisten kannst? Wirst du dich dann in 20, 30 Jahren in den eigenen Pöter beißen, weil du Chancen verpasst hast, die da lagen wie auf einem Silbertablett? Weil du deine Träume ignoriert und verraten hast? Weil du dein eigenes Leben, dein eigentliches Leben vertrödelt hast? Merkst du was? Wie fühlt sich das an in deinem Bauch oder in deiner Brust? Fühlt sich das gut an? So wie bei mir, weil ich den Schritt getan habe vor ein paar Jahren und ich mein Business nach Mallorca verlegt habe und von hier aus eben als Berater und als CEO-Coach arbeiten kann? An der Seite einer großartigen Frau, die nebenbei den größten Instagram-Kanal der Insel hat. Das fühlt sich gut an. Aber das war nicht immer so. So habe ich mich über eine lange Zeit nicht gefühlt. Und bei dir, wie fühlt sich das an in diesem Bild? Fühlt sich das schlecht an? Dann kannst du entweder abhauen und jetzt ein Video mit unlustigen Missgeschicken ansehen und dir dabei ein Bier zischen, oder du bleibst dran bis zum Ende und ich sage dir, wie du aus diesem nagenden Gefühl heraus einen inneren Kompass machst, der zu einem Leben führt, das du niemals bereuen wirst. Ich verspreche dir das. Okay, mal tief durchatmen. Wir reden jetzt über bereuen. Das ist ein Wort, das klingt wie aus den 60er Jahren. Es klingt nach abgestandenem Kaffee und verregneten Sonntagen im Herbst. Bereuen ist dieses ätzende Gefühl, wenn du zurückblickst und weißt, da hätte ich irgendwie anders abbiegen müssen. Da hätte ich mutiger sein sollen. Daraus hätte ich mehr machen sollen. Meine Mutter sagte es mal zu meinem Vater, da war ich 12. Und in diesem Moment habe ich mir gesagt, das soll mir niemals, niemals passieren. Das Schlimmste ist aber, wir sind ja angeblich so rationale Wesen, wir Deutschen. Aber wenn es um das eigene Leben geht, das eigene Glück, laufen wir immer wieder in dieselbe Falle. Und am Ende stehen wir da und bereuen immer die gleichen Dinge. Es ist fast schon albern, wenn es nicht so ernst wäre. Deshalb, meine Lieben, sparen wir uns jetzt das Vorgeplänkel und kommen direkt zum Punkt. Hier sind die Top 5 der Hätte ich bloß Momente am Lebensende. Mit einer Prise bitterer Wahrheit. Bedauern Nummer 1: Hätte ich mal den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben und nicht das Leben, das andere von mir erwarten. Viele Menschen bereuen nämlich am Ende ihres Lebens, dass sie zu sehr auf die Erwartungen anderer gehört haben und nicht ihren eigenen Träumen und Wünschen gefolgt sind. Bedauern Nummer 2: Hätte ich bloß mehr auf meinen Körper geachtet.
Ja, chillen und gutes Essen und die Nächte durcharbeiten, das muss schon manchmal sein. Aber es rächt sich, wenn du darüber eben Fitness und Nährstoffe hinten runterfallen lässt. Und Bedauern Nummer 3, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ja, vor allem Männer bereuen das oft, dass sie so viel Zeit in die Arbeit investiert und so wenig Zeit mit Familie und Freunden verbracht haben. Bedauern Nummer 4, ich wünschte, ich hätte etwas gewagt oder hätte ich bloß mein eigenes Ding gemacht. Ja, Sicherheit ist ein starkes Bedürfnis, aber das Leben beginnt außerhalb der Komfortzone. Und Bedauern Nummer 5, hätte ich bloß mal meine Klappe aufgemacht und gesagt, was ich wirklich fühle. Ja, die meisten Menschen unterdrücken ihre Gefühle, gerade in Deutschland, um Konflikte zu vermeiden oder um stark zu wirken. Das führt aber eben dann zu Unzufriedenheit und unglücklichen Beziehungen. So, aber jetzt genug mit der Depri-Stimmung oder wie Esoteriker sagen würden, bloß nicht zu lange in dieser destruktiven Energie bleiben. Denn wir jammern ja nicht, wir handeln. Und deshalb habe ich dir jetzt nicht nur die 5 Bedauern aufgezählt, sondern ich werde dir auch die Lösung sagen. Also, hier sind 5 gute Ratschläge und was du sofort tun kannst, um dein Leben zu verändern. Wenn du es nur tust und die Dinge endlich anpackst. Ratschlag Nummer 1 wäre dein eigener Regisseur. Authentisch zu sein ist kein Nice to have, sondern Pflichtprogramm. Und was tust du, um das jetzt sofort umzusetzen? Das sage ich dir. Heute Abend, ohne Ausrede, nimmst du dir 30 Minuten Zeit und schreibst etwas, dein persönliches Manifest. Was sind deine Werte? Was willst du wirklich? Was willst du erreichen? Und wie kannst du ab sofort anfangen, danach zu handeln, danach zu leben? Keine Ausreden, mach es einfach. Ratschlag 2, Work-Life-Balance ist kein Mythos für Dullis, sondern deine einzig wichtige Lebensversicherung. Also, was tust du? Schau dir deinen Kalender an. Ist da irgendwo Platz für dich, für deine Leidenschaften, für deine Menschen? Wenn nicht, mach da Platz. Streiche unnötige Termine, delegiere Aufgaben und blocke dir feste Zeiten für dein privates Leben. Und halt dich dran, verdammte Axt. Ratschlag 3, Emotionen sind keine Schwäche. Emotionen sind deine geheime Kraft. Lern endlich sie zu nutzen, statt sie zu unterdrücken. Also, was tust du konkret? Such dir einen Vertrauten, deine Partnerin, deinen Kumpel, einen Coach und rede offen und ehrlich über das, was dich bewegt. Fang an, deine emotionale Muskulatur zu trainieren, statt sie weiter verkümmern zu lassen. Ratschlag Nummer 4. Freundschaften sind das Öl im Getriebe deines Lebens. Vernachlässige sie nicht, sonst bleibst du liegen. Und das heißt, denk an 3 Freunde, die du lange nicht gesehen oder gesprochen hast. Und schreib ihnen jetzt eine Nachricht oder ruf sie an. Verabredet euch zum Bierchen, zum Sport, zum Grillen, egal was. Hauptsache, ihr verbindet euch wieder. Und Ratschlag Nummer 5, Glück ist kein Zufall. Glück ist eine Entscheidung. Also entscheide dich endlich dafür, du Lauch. Und das geht ganz einfach. Mach eine Liste mit 10 Dingen, die dir irgendwie Freude machen. Egal wie klein oder scheinbar unbedeutend diese Punkte sind. Und dann plane diese kleinen Dinge fest in deine Woche ein. Und wenn du das nächste Mal leer und lull vor dem Sofa hängst, steh auf und mach einfach eins davon. Glück kommt nicht zu dir. Glück machst du dir selbst. So Leute, das war's schon für heute. Ich weiß, es war ein bisschen harte Kost, aber manchmal müssen wir uns die Wahrheit einfach mal ungefiltert geben, oder? Denk daran, du hast nur dieses eine Leben und es ist viel zu kurz, um es mit Bereuen zu verschwenden. Wenn du jetzt wirklich durchstarten willst und diese kleine Midlife-Crisis nicht als Endstation, sondern als Neustart sehen möchtest, dann trag dich in meinen Newsletter ein. Da kriegst du noch mehr Inspiration, Motivation und konkrete Tools, um dein Leben auf das nächste Level zu heben. Link ist unten in der Videobeschreibung, denn ich begleite dich auf diesem Weg, wenn du willst. Deswegen, abonniere meinen Kanal, lass mir ein Like da und vielleicht ist dieses Video hier auch etwas für dich.
Denk immer dran, ich habe es geschafft. Ich bin so glücklich wie nie in meinem Leben. Und wenn ich das geschafft habe, dann schaffst du das auch. Ich glaube an dich.